Falls ihr Interesse daran habt, einen Mercedes von Mitte bis späte 90er Jahre zu kaufen, dann ist das genau das richtige Video für euch, denn es geht um das Thema Rost. Die meisten Leute werden es schon wissen, dass es da so ein Problem gab, und in dem Video gehe ich darauf ein, wo Roststellen zu finden sind, vor allem wo versteckte Roststellen, die auch sicherheitskritisch werden können, zu finden sind. Die 3 Baureihen, auf die ich eingehe, das ist der W202 und der S202 Kombi vom Limousine und Kombi von der C-Klasse, genauso wie Limousine und Kombi vom 210er E-Klasse und Cabrio und Coupé vom CLK 208. Und bevor ich jetzt noch weiter viel erzähle, fangen wir einfach direkt mal an. Ich fange jetzt hier hinten beim Kofferraum an mit der Limousine, und zwar das Hauptproblem, das wir haben, sowohl Kombi als auch Limousine, ist eine ab und zu extrem schlechte Hohlraumversiegelung, was natürlich ganz klar ist, warum es dann anfangen kann zu rosten. Das Hauptproblem, das die Limousine hat, ist im Zusammenhang mit dieser Kunststoffgriffleiste hier oben. Durch die ganzen Vibrationen, sie ist zwar schon mit so einer Art Gummipuffer hinterlegt, aber der härtet aus, und dann kann diese Kunststoffleiste trotzdem den Lack durchscheuern bis aufs Blech, und dann ist ganz klar, was passiert. Wenn ihr nachgucken wollt, wie es unten drunter aussieht, ganz einfach 4 Schrauben lösen, die Kennzeichenbeleuchtung fällt dann einfach mit raus, und dann könnt ihr genau sehen, wie es unten drunter aussieht. Das hier ist jetzt ein Problem, das betrifft nur die Limousine und den CLK, da dieses Schloss hier verbaut ist. Das kann außenrum, das merkt ihr relativ schnell, wenn da Bläschen sind, kommt, weil das Ding innen drin scheuert, keine Hohlraumversiegelung da ist, und dann rostet es halt wild drauf los. Jetzt kommen wir zum Problem, das meistens nur den C-Klasse Kombi betrifft, und das ist diese Falz ganz unten am Kofferraum. Ich habe für euch hier mal ein Foto, wie es aussehen kann, wenn man das über Jahre und Jahre lang schleifen lässt, und dann sieht es irgendwann genau so aus. Natürlich ganz toll, das kann man dann fortschmeißen. Das zweite Problem, was dann wiederum eher den E-Klasse Kombi betrifft, ist Rost unter der Heckscheibe. Und das ist natürlich ganz ätzend, weil das fängt von innen an zu gammeln an der Kante und rostet dann von innen nach außen durch, und um das zu reparieren, muss die komplette Scheibe raus. Dritte Bremsleuchte beim 210er Mopf zum Beispiel auch, die ist oben im Dachkantenspoiler, wenn man es so sagen kann, eingearbeitet, und da rostet es auch sehr gerne raus, also unbedingt mal nachgucken. Kombi, super schönes Auto, macht mega Spaß und hat viel Platz, aber Heckklappe ist ein großes Problem. Hier an der Seitenwand haben wir auch oft Roststellen, hier hinten eher untypisch, normalerweise eher weiter vorne. Da, wo zum Beispiel die Stoßstange und der Radlauf zusammengehen, liegt daran, dass die beiden auch wie zum Beispiel an der Heckklappe aneinander scheuern und das Spritzwasser und Steine da reinkommen, das Ganze natürlich extrem beschleunigt. Viel schlimmer, was man nicht sehen kann, ist die Stoßstangenhalterung. Gerade bei der Limousine gibt es beim Kombi auch, sieht ein bisschen anders aus. Kann man sich angucken, auch wenn die Stoßstange oben ist. Geht einfach mal ins Rathaus rein und macht diese Rathausschale so ein bisschen zur Seite. Und dann könnt ihr euch das Ganze angucken, wie bei mir, und zack, wie sieht man es? Da, wo das quasi angeschweißt ist, haben wir eine Roststelle. Ätzend, aber wisst ihr Bescheid, wo ihr nachgucken könnt. Beim Kombi ist unter der Heckschürze eigentlich eher noch schlimmer als bei der Limousine, weil der Kombi hat da so ein bisschen noch eine andere Konstruktion. Da blende ich euch mal ein paar Bilder ein. Die kann man sehen, wenn die Stoßstange oben ist, aber eigentlich sollte man die Stoßstange runter machen, weil wenn man die Stoßstange runter macht, dann erlebt man meistens eine böse Überraschung bei Modellen, die schon außenrum so ein paar kleine Roststellen hat, und Unterboden, gerade hinten um die Stoßstange rum, ist beim Kombi ein großes Drama. Sonst, wenn wir jetzt weitergehen, guckt euch einfach mal die Innenseite vom Radlauf an. Auch sehr typische Stelle, und dann an der Seite, wo der Schweller ist, geht allerdings jetzt nur beim Vor-Facelift, weil der Facelift 210er hat zum Beispiel eine komplette Schwellerverkleidung, wo man das nicht sehen kann. Einfach an der vorderen Seite, da wo die Tür ist, hebeln, dann ist das Ding raus, und da ist in der Regel auch oft mal eine versteckte Roststelle. Und klar, wenn wir schon am Schweller sind, guckt euch den Schweller an, am besten auch mal nach unten gehen und gucken, muss man natürlich ein bisschen, klar, sich auf den Boden legen, aber anders geht's nicht. Hier zum Beispiel mal das mit einem kleinen Schraubenzieher raushebeln und mal in die Wagenheberaufnahme reingucken. Das natürlich auch an allen 4 Wagenheberaufnahmen machen, und wie wir jetzt hier machen, an allen 4 Türen, gerade an den Dichtungsgummis. Und zack, wir haben schon die erste kleine Roststelle gefunden. Das tut euch jetzt nicht weh. Und das ist auch nicht sicherheitsrelevant, aber das ist, wenn ihr ein Auto kauft, was zum Preis drücken, und das sollte man natürlich auch irgendwann machen, es sei denn, das interessiert euch überhaupt nicht.
Aber diese Dichtungsgummis sind sehr bekannt dafür, dass gerade unten drunter anfängt der Rost sich zu bilden, weil diese Wasserabläufe viel zu klein sind und dass sich Wasser in der Tür sammelt und, wie ich vorhin gesagt habe, schlechte Hohlraumversiegelung, fängt dann so eine Tür an zu rosten. Dann gibt es jetzt hier noch eine Stelle an der Seite der Tür, da ist auch wieder so eine kleine Falz, wo ihr nachgucken könnt. Da hatte ich zum Beispiel bei meinem Wagen eine brutalste Lackunterwanderung, die die meisten Leute nicht sehen, aber zum Beispiel auch gut ist zum Preisdrücken. Es gibt jetzt leider noch zwei weitere Punkte beim Thema Tür, und zwar haben wir einmal diese Türdichtungsgummis da oben, wie ihr sehen könnt. Die kann man normalerweise mit dem Finger wegdrücken und runter gucken. Bei mir ist das leider an allen 4 Türen festgeklebt und man kann nicht runter gucken. Aber da war auch eine sehr typische Roststelle beim 210er, wo man nachgucken kann. Und die letzte Stelle, die wir an der Tür haben, sind noch die Zierleisten bzw. da die Befestigungen, und das ist auch dasselbe Problem wie mit der anderen Plastikleiste oder generell mit Plastikleisten, die auf dem Lack festgeschraubt sind. Scheuert sich durch und dann haben wir das Problem mit der Rostbildung. Auch wie am Kofferraum, am besten Plastikleiste runter machen, nachgucken, ist mit einer Schraube befestigt, lässt sich einfach dann rausschieben und dann wisst ihr Bescheid. Beim Kotflügel vorne genau dasselbe Spiel wie hinten, nur dass wir hier diese Verkleidung haben und diese Verschraubung, und unten an dieser Verschraubung fängt es oft an zu rosten, wie wir jetzt hier sehen können. Hier ist sogar schon die Schraube abgerissen oder abgebrochen, abgerostet, weiß keiner so genau, und hier fängt es vorne am Schweller auch schon ein bisschen an zu rosten. Alles noch gar kein Thema, noch überhaupt nicht sicherheitsrelevant, wenn man es relativ zeitnah dann erledigt, und da beim Vormauf lässt sich relativ einfach die Verkleidung abnehmen. Sonst hier an diesem Bauteil einfach mal gucken, da um den Blinker rostet es auch gerne rum. Wenn man jetzt dann hier nach vorne ans Auto gehen, klar, so um die Scheinwerfer vorne haben wir dann auch noch oft Probleme, liegt dann aber oft an Steinschlägen, deswegen ist die Haube auch ab und zu mal betroffen. Die Haube ist in der Regel, würde ich schon fast sagen, mit das problemfreiste Teil, heißt aber nicht, dass ihr da nicht auch Rost habt. Da zeige ich euch auch gleich mal eine blöde Stelle. Normalerweise rostet es dann hier in dieser Kante wegen Steinschlägen, machen aber andere Autos genauso. Hinter dem Grill gibt es noch eine versteckte Roststelle, die man sich nur angucken kann, wenn man die Haube aufmacht. Dann guckt mal zwischen Grill und diesem Blech und da seht ihr, aha, da haben wir schon direkt Rost, weil da gehen nämlich 2 Bleche zusammen und da haben wir schon die Rostbildung. Sieht man nur, wenn man genau hinguckt. Auch noch nichts Dramatisches, aber man sieht es von außen erst dann, wenn das Ganze schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Deswegen einfach mal kurz reingucken. Jetzt kommen wir zu sicherheitsrelevanten Themen, und zwar haben wir jetzt in erster Linie mal hier das Domlager oben. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier schon ein kleines bisschen Rostfraß, noch gar nicht so tragisch, aber sollte man ein Auge behalten, vor allem wenn man das Auto noch 5 oder 10 Jahre behalten will, dann muss man das machen, weil ein Domlager schweißen ist ein absoluter Scheißdreck, deswegen gucken, dass wir das einfach so in den Griff kriegen. Das größte Problem sind eigentlich Federteller vorne, C-Klasse und E-Klasse, brutal großes Problem. Und der Dreiecksquerlenker, der vorne ans Rad geht, denn der rostet ab und zu mal durch, ist selten, aber kann passieren, und dann bricht euch das Rad weg. Ich blende euch mal ein Bild ein, also das ist auch eine absolute Katastrophe. Hier unterm Federteller kann es gern mal anfangen zu rosten, wo es angeschweißt ist, und dann fliegt euch der Federteller weg und dann bricht das Rad, wo es halt gerade wegbricht, so ein bisschen nach vorne ein. Ein bisschen ist gut gesagt. Und das ist wirklich sicherheitsrelevant. Da müsst ihr aufpassen, da müsst ihr, wenn ihr euch nicht sicher seid und nicht wisst, wie das geht, fragt einen Fachmann. Normalerweise muss man hingehen, die Unterbodenverkleidung, den Unterbodenschutz, einfach mal runterkratzen und drunter gucken, sonst wird man daraus nicht schlau. Ein weiteres sicherheitsrelevantes Thema, was mir passiert ist, sind die Stoßdämpfer hinten beim Kombi, und zwar der Kombi hinten eine Niveauregulierung, bedeutet, das funktioniert mit Öldruck, und mir ist da was ganz Blödes passiert. Ich hatte einen 17 Jahre alten E320 Kombi, wunderschönes Auto, habt ihr vorhin ein Bild von gesehen, in schwarz Avantgarde mit beiger Innenausstattung, absolutes Traumauto. Ich bin mit 200 km/h auf der Autobahn gefahren und auf einmal hat es hinten angefangen zu wippen wie die Sau, als würde ich auf dem Trampolin springen oder so, und dann ist mir mein Stoßdämpfer hinten rausgekippt. Die Verschraubung ist gebrochen wegen Rost,
und ist voll ins Rathaus oben eingeschlagen. Und das hat sich grausam angehört. Der Stoßdämpfer ist so weit rausgekippt, dass er mir den Reifen aufgeschlitzt hat und ich dann einen Platten hatte. Also wirklich brandgefährliches Ding. Je nachdem, in welcher Situation euch das passiert, kann das wirklich ins Auge gehen. Und das ist schwierig zu sehen, weil das Domlager und die Verschraubung ist nämlich mit einem Gummipuffer versehen. Das heißt, man müsste da eigentlich mit einem Endoskop hingehen und genau gucken, hey, wie sieht's da aus? Oder vielleicht, wenn ihr nicht wisst, wann die Dämpfer getauscht worden sind und wenn es so aussieht, als wären es noch die ersten, tauschen, weil das ist ein Scheiß. Und die Dinger sind wirklich teuer. Die Dämpfer und die Hydrospeicher hinten sind wirklich teuer. Aber ich gebe lieber dann 1.000 oder 1.500 Euro aus für den Tausch. Ich habe es bei mir selber gemacht. Nur das Material ist kein großer Aufwand. Relativ gesehen. Aber lieber das Geld ausgeben, als sich vor einen Baum zu setzen. Ganz ehrlich. Jetzt hier am Beispiel gezeigt beim 210er ist aber egal, welches Baureihe es eigentlich ist, und zwar da, wo die Batterie untergebracht ist. Beim 210er Kombi oder Limousine. Ein weiterer Problemfall kann das Batteriefach sein. Das ist beim 210er Kombi und beim 210er Limousine unter der Rücksitzbank. Bei den anderen Baureihen ist es im Kofferraum. Und wir haben durch diese Gasungen von der Batterie halt das Problem, dass das ganze Zeug da drin angegriffen wird und sich dann halt so potenziell rostbilden kann. Also wir sehen, wir haben hier schon Rostbildung, noch kein Drama, und dieser Schlauch hier an der Seite ist eigentlich auch dafür, um die Gasungen, diese Gase von der Batterie abzuführen. So, zum Abschluss noch ein paar Worte. Ich habe natürlich nicht alle Roststellen zeigen können. Wenn ich natürlich ein paar Dinge erklären möchte und auf die häufigsten Roststellen eingehe, dann dauert das eine Weile. Deswegen sind wir auch mittlerweile bei 12 Minuten. Ich möchte das Video so kurz halten wie möglich, dass ich niemanden langweile. Und im Endeffekt sind das die hauptsächlichen Probleme, die dieser Wagen hat. Wenn ihr jetzt einen Wagen findet und ihr guckt euch den an und ihr stellt fest, dass das Auto keiner dieser Probleme hat oder nur ganz minimal, dann ist das alles vertretbar. Ich habe euch hier Extremfälle gezeigt, wie es wirklich sein kann, wenn die Karre vernachlässigt ist, immer nur im Salz gefahren ist und absolut runtergerockt ist. Dann habt ihr solche Extremfälle. Es gibt aber auch gepflegte Wagen, die können eventuell solche Mängel haben. Deswegen, egal wie gut er außenrum aussieht, unten drunter kann es genauso das Gegenteil sein. Deswegen möchte ich einfach nur mal so ein bisschen sensibilisieren, dass man sich das genau anguckt. Also, das war jetzt der erste Teil zum Thema Rost und das ist für mich das Wichtigste gewesen. Der zweite Teil geht eher ums Thema Technik und worauf man da achten muss und was man vielleicht kaufen sollte und was man vielleicht eher nicht kaufen sollte. Was so allgemein meine Empfehlung ist. Deswegen hoffe ich, euch hat das Video gefallen und ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und dann sehen wir uns vielleicht beim zweiten Teil meiner Kaufberatung.